Hallo. 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 Hier sind wir wieder. Die netten Leute von nebenan. Die netten. Die lieb gehabt werden wollen. Ne? Deswegen sind wir so nett. Mhm. Ja. Ja, ich weiß schon. Du weißt schon. Worauf es hinausläuft. Wir wollen Everybody's Darling sein. Ne? Das heißt, wir wollen jedem gefallen. Taktisch voll klug. Das ist total schlau. Ne? Weil dann hat man ja auch am meisten davon und alle finden einen toll und gibt auch ein böses Wort dafür, ne? Ich glaube, da gibt's irgendwie Everybody's Darling ist nett formuliert und Mainstream ist das andere, ne? Oder? Ist das dasselbe? Es ist ein bisschen artverwandt, ne? Es ist auf jeden Fall artverwandt, ja. Ja. Ne? Weil Mainstream wird ja oft auch als ist scheiße Mainstream, ne? Aber ja, ist das wirklich so? Ist das nicht so? Ne? Was ist das denn überhaupt? Everybody's Darling. Sind wir wirklich als Entwickler wirklich so, dass wir jedem gefallen wollen? Das wollen wir heute mal beleuchten. Und zu diesem Zweck haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, kommerzielle, moderne Blockbuster-Games oder die kleine, besondere Einzigartigkeit? Was gefällt dir besser oder was ist besser? Und die haben Folgendes gesagt. Auch wieder, beides ist super. Manchmal muss es der mega gepolischte Blockbuster-Titel sein, weil es einfach cool ist, mal wieder so eine richtige, so das volle Programm zu kriegen von Grafik, Physik und so weiter und so fort, Gameplay. Das heißt aber nicht, dass die kleinen Titel, die Indie-Titel, die haben natürlich unheimliches Innovationspotenzial. Die sind zum Teil einfach ganz entzückend vom Storytelling her oder auch tatsächlich vom Look und sind meistens viel innovativer und haben was Eigenes, häufig auch was Künstlerisches oder einen ganz anderen Ansatz, den man von einem Blockbuster-Titel eigentlich selten erwarten kann. Einzigartigkeit. Ist einfach so. Blockbuster ist dann immer so Mainstream. Es trauen sich dann diese ganz großen Publisher oder die großen Titelserien. Da gibt es keinen besser. Das ist ein Blockbuster-Game, kann mich genauso fesseln wie ein kleines Game. Oh, wow. Irgendwie beides, weil auch die kommerziellen Blockbuster haben ja auch so einen gewissen Reiz, aber auch diese süßen kleinen Indie-Games, wie Cozy Grove beispielsweise, ist ja auch sowas, wo man Zeit verbringen kann. Also beides. Ja, als hipper Influencer muss ich ja jetzt sagen, die kleinen Einzigartigkeiten, die sind super. Ja, können sie auch sein und ich habe auch wirklich sehr, sehr viele davon sehr gerne. Aber ich gebe zu, man kann mich auch mit AAA-Blockbustern tatsächlich unterm Ofen hervorlocken. Spiele ich immer wieder gerne. Ich genieße es, wenn ein Spiel Hochglanz ist und super aussieht, super klingt und alles da dran toll ist und es Milliarden gekostet hat, meinetwegen. Es kommt drauf an. Also ich spiele auch viele von den Blockbustern. Die sind auch wirklich cool und spiele ich echt gerne. Da sind auch immer gute dabei. Es gibt ein paar, wo man halt wirklich mittlerweile merkt, okay, das ist jetzt aus der Retorte, wo ich dann auch nicht mehr so Bock drauf habe. Und in der Hinsicht sucht man dann doch nach den kleinen, feinen Sachen, die halt auch mal kurz sind. Und man will ja auch manchmal ein kurzes Spiel dazwischen haben oder eins, was nicht so lang ist und einen einfach nur eine schöne Zeit gibt. Ich schätze allerdings an diesen Indie-Spielen und den ganzen kleinen Sachen, dass sie oft die frischeren Ideen haben, die natürlich dann aber irgendwann auch wieder von den größeren adaptiert werden, wenn sie erfolgreich sind. Aber man sieht sie halt zuerst bei den Indie-Spielen. Wo dann der Spieler, der mal was Neues erfahren will, was Einzigartiges erfahren will, immer auf der sehr, sehr langen Warteliste ist und meistens enttäuscht wird. Deswegen finde ich solche Einzigartigkeiten in Games mittlerweile, auch kleinere Titel, faszinierender als diese Blockbuster, weil die meistens sich ähneln. Ja. Da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Ja. Denn die Antwort ist, kommt drauf an und sowohl als auch. Ne? Das heißt, Geschmacksfrage ist das erstmal, ne? Genau. So. Und machen wir als Entwickler immer im Hinterkopf, wir wollen allen gefallen? Ist das die vorrangigste Triebfeder? Ich glaube, das ist einer der vorrangigsten Fehler.
die man machen könnte. Oh, ist gar nicht so gut. Warum nicht? Ist doch super, wenn dann alle toll finden. Es gibt so ein paar Schlagwörter dafür, ne? Zum Beispiel sowas wie Hans Dampf in allen Gassen oder die eierlegende Wollmilchsau. Ach, die? Und es ist ja schon so, dass wir mit unseren Konzepten sehr viel unterschiedliche Sachen bedienen. Generell. Ja. Damit schon sehr weit streuen. Ja, sind wir denn jetzt eine, wie habe ich es formuliert, eine besondere kleine Einzigartigkeit? Nee. Dafür haben wir zu viel Mainstream in unserem Spiel, ne? Oder? Ja, und dafür bedienen wir auch zu viele unterschiedliche Dinge, glaube ich. Ach so. Aber der klassische Mainstream sind wir auch nicht. Dafür haben wir zu viele Ecken und Kanten. Ah. Und was denn zum Beispiel? Zum Beispiel einfach Ruhrpott-Charakter. Oh, die Ruhrpott-Schnauze, ja. Ne? Ruhrpott-Fantasy, was wir so machen. Ja. Das ist schon ziemlich eigenwillig. Ja, könnte man so sagen. Ja. Gut, damit verschrecken wir manchmal ein paar Leute, ne? Die sagen, oh, ne, ist mir vielleicht zu extrem. Und auch von der Spielerführung her sehr häufig. Ja. Weil wir nämlich dem Spieler sehr gerne sich selbst überlassen in der Welt. Ja. Und geh mal raus und erlebe mal die Welt. Genau. Und es gibt viele Menschen, viele Spieler, die sagen, ja, was soll ich denn als nächstes machen? Ich fühle mich überfordert mit diesem Open-World-Zeug. So, ich weiß ja nicht, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Und gleichzeitig gibt es denen kann es gar nicht ungenau genug sein, beziehungsweise ungenau ist das falsche Wort, sondern offen genug. Offen genug, ja. So, dass sie sagen, ich möchte am liebsten, dass ich in die Welt eintauche und ich bin der Typ und ich möchte überhaupt gar keine Hilfsmittel mehr haben und nix. Keine Map, kein HUD, keine Lebensanzeige. Am besten nicht mal ein Log. Nix, kein Tutorial, alles nur der Bildschirm und ich so, ne? Das sind dann diese Extreme. Ja. Die kannst du ja nicht alle bedienen. Nee. Aber du kannst einen guten Mittelweg finden. Mhm. Das Erste, was wir an so einer Stelle immer machen, ist, was macht uns denn selber Spaß? Ne, das ist so das erste Kriterium. Ja. Ne, wo du sagst, also ich als Entwickler, ich fände das und das eigentlich jetzt erstmal gut und ich glaube, das macht mir am meisten Spaß. Und dann guck mal, wie weit kann man denn dann vielleicht noch dem einen oder anderen entgegenkommen? Manchmal ist das relativ einfach, wenn man zum Beispiel ein Feature optional anbietet. Mhm. Ja. Wie eine Minimap oder ein Radar, wie wir es jetzt gerade haben, was man abstellbar machen kann und solche Dinge. Ja. Oder Ausdauer im Kampf anzubieten, an- und abstellbar machen. Das haben wir ja im Spiel. Das kann man ja bei uns manipulieren. So, ne? Das heißt, sind wir da Mainstream? Was ist Mainstream? Das bestimmt der Markt auch ständig immer neu. Ja. Ne? Das heißt, was ist denn jetzt wirklich irgendwie der Standard, den man bedienen muss? Was ist der aktuelle Trend? So, Mainstream ist Battle Royale. Modus. Musst du bauen. Muss rein ins Spiel. War mal eine Zeit. War so ein Trend. Ne? Musstest du einen Battle Royale Modus einbauen und dann bist du im Trend und dann bist du Mainstream. Gab ja mal ein Spiel, das hieß Fortnite. Das hat einen Battle Royale Modus eingebaut und heute kennt jeder nur noch den Battle Royale Modus und das eigentliche Spiel kaum noch. Was ist denn jetzt Mainstream? Der Battle Royale Modus oder das Spiel selber? Na? Was ist denn jetzt Mainstream? Was ist denn davon Mainstream? Ist der Comic-Look jetzt Mainstream? Oder ist irgendwie die Fotorealismus-Geschichte, die jetzt rumkrausiert, ist das jetzt der Standard? Was muss man bedienen? Was ist Mainstream? Und was gefällt denn allen? Oder den meisten? Ist das wirklich die Triebfeder, die uns antreibt? Wo wir sagen, da müssen wir auf jeden Fall hin, ansonsten sind wir nicht konkurrenzfähig oder werden geächtet oder so. Ich meine, wird ja immer für alles kritisiert. Ne? Man wird für alles kritisiert, gerade in der heutigen Zeit. Da darf jeder alles sagen, was er gerade denkt. Ob er das jetzt ernst meint oder nicht, ihr kennt das so, ne? Ja, 10 von 10, super, 0, so, ja? Und ja, ist so, ne? Und dann suchst du ja, was meint er denn jetzt genau? Das ist undifferenziert, so. Was denn jetzt Mainstream ist? 0 ist das Mainstream? Sagen das jetzt alle? Nee, das sagt nur die eine Hälfte der Leute und die anderen sagen, es ist super, so. Weil dieses dazwischen, das gibt's gar nicht mehr. Was ist denn jetzt Mainstream? Ja, man kann ja so ein bisschen sagen,
Es ist schon so ein bisschen so, wer nichts macht, macht nichts falsch. Ne? Das heißt, für irgendwas musst du dich entscheiden. Ja. Und wenn man zu extrem und abgedreht Entscheidungen trifft, dann läuft man halt tatsächlich Gefahr, dass die Leute das dann nicht wollen. Was Also man macht. wir machen, um die Frage zu beantworten, Spiele, die uns selbst Spaß machen. Ja. In erster Linie. Das heißt, wir haben Bock auf irgendwas und dann setzen wir das um und dann haben wir Spaß daran. Was natürlich auch durch Spiele beeinflusst werden kann, die Mainstream sind. Was bedeutet Mainstream eigentlich? Hauptstrom. Das heißt, da, wo die meisten Leute langlaufen, so ein Fluss zum Beispiel, ne? So ein großer Fluss, dann schwimmst du mit den anderen mit, so, das ist Mainstream. Das ist was die meisten tun. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir jetzt anstreben, als erstes Gut, zu sagen, wir wollen allen gefallen. Auf der anderen Seite möchten wir auch nicht antiquierte Dinge tun. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, damals eure Tastatursteuerung bei Gothic, die war geil. War beste. Habe ich oft gelesen, ne? So. Kannst du heute nicht mehr bringen. So, ja. Das ist dann zu weit weg vielleicht auch vom Mainstream, von dem Standard, so, ja, wo man sagt, ja, aber das ist so eigenwillig, das kannst du nicht mehr bringen, das ist zu extrem, ja. Also Extreme wollen wir dann nicht. Aber wir wollen auch nicht exakt so, das ist jetzt irgendwie von dem das Beste, dann tun wir das und so. Das ist gar nicht unser Anliegen, sondern wenn wir uns irgendwo hinsetzen, designen und Brainstorming machen, dann denken wir immer, was würde uns Spaß machen? Wenn du zu viele Ecken und Kanten abfeilst vom Spiel, dann ist es auch irgendwann belanglos. Dann fehlt dir der Charakter. Dann fühlt es sich nicht mehr, genau. Ja. Das ist sehr schön ausgedrückt. Dann fehlt dem Spiel der Charakter. Ja. Und das ist auch etwas, was wir nicht wollen. Es soll ruhig Ecken und Kanten haben und auch als solches erkennbar sein. Nette Leute sagen, das nennt man Piranha-Bytes-Formel. Ja. Dass man dem Spiel genau anmerkt, dass es aus unserer Feder stammt, weil wir einige Dinge, die vielleicht auch nicht Mainstream sind, einfach stur beibehalten, weil wir sie persönlich gut finden. Ja. Und das hilft dann aber auch. Und dann, es gibt immer so ein Gefühl von, wenn ich selber Spaß dran hatte, wenn ich drin eintauchen konnte, wenn ich sage, ja, dieses Spiel, das ist ein Spiel, das würde ich mir selber gerne kaufen, dann würde es doch auch eine Gruppe da draußen geben, die das ähnlich empfindet. Denn wenn wir das als Team schon tun. Und das hat sich bisher auch immer bewahrheitet. Wir wägen auch ab, was viel Arbeit ist oder was nicht. Ja. So, ne? Wenn es da zu viel Arbeit macht, dann sagen wir auch so, das haben wir schon mal drin gehabt im Spiel, aber es würde jetzt irgendwie so den Charakter des Spiels ummodeln, das machen wir dann nicht oder sowas, ja. Ja, und ich weiß, es gibt sehr viele Kritiken an uns, was wir schon mal drin hatten im Spiel, was wieder rein soll oder, ja, das habt ihr doch schon mal drin gehabt, wieso habt ihr das weggetan? Es gibt immer Gründe dafür, warum wir Dinge tun, so, ja. Aber die haben selten etwas mit Mainstream zu tun. Die haben immer damit zu tun, was wollen wir denn darstellen? In welche Richtung wollen wir uns weiterentwickeln? Und damals hast du die Gittergestell gemacht, Tapete dran, hattest du eine Figur. Heute musst du unheimlich viel mehr Theaterdonner veranstalten. So, ja. Klar, die Tools entwickeln sich auch weiter und so weiter, aber es wird immer größer und teurer und aufwendiger, die ganzen Dinger, so, ja. Und da muss man sich schon überlegen, was willst du denn jetzt damit anfangen? Wo, an welcher Stelle investierst du deine Arbeit? Und das ist eigentlich das Vorrangigste, worum wir uns Sorgen machen. Ja, und wo wir sagen irgendwie, Everybody's Darling kann nicht funktionieren, ne? Da sind wir eigentlich ziemlich sicher, weil man kann nicht jedem gefallen. Wir müssen uns erstmal selbst gefallen. Und wir sind uns selbst auch der größte Kritiker. Das heißt also, wenn wir jetzt beispielsweise irgendwelche Sachen designen oder keine Ahnung, besprechen intern oder so, gibt's immer kontroverse Diskussionen, und zwar mit uns selbst. Unser Team ist durchzogen von unterschiedlichsten Charakteren. Und das macht auch irgendwo das Ding aus. So, wir haben jetzt nicht wir sind nicht alle gleichgeschaltet und denken alle gleich. Das ist nicht so. Ne? Sondern wir haben sehr viele unterschiedliche Spieler. Die einen mögen lieber Point-and-Click-Adventure, die anderen mögen lieber Dark Souls-Spiele, ja, der nächste sagt irgendwie Mass Effect Andromeda finde ich super, ja, der nächste sagt irgendwie, nee, ich hätte gerne lieber so ein lineareres Ding. BioWare hat ja hier dieses Dings gemacht, wie heißt es? Origin, Dragon, wie heißt das? Dragon Age Origin, so, ne? Dann bist du zwar nicht so in so einer Open World, das ist sehr, sehr so hubmäßig, du läufst halt und dann vielleicht eher das und hin und her, ne?
Greedfall zum Beispiel macht das so auch. Du hast am Anfang eine Stadt und nachher hast du auch so eine zerfurchte Welt und so weiter. Wir haben teilweise sind auch solche Wege gegangen, hat man uns auch gesagt, ne, sowas, ne, dieses Open-World-Ding ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen mehr Spielerführung rein und solche Dinge. Das sind alles Sachen, da haben wir auch sehr viel mit experimentiert. Aber so richtig Mainstream war das nicht, ne? Sondern wir haben Dinge ausprobiert und haben gesagt, irgendwie dazu probieren wir mal aus, und wo wir dann gemerkt haben, das macht uns selber keinen Spaß oder das kriegen wir so massiv Gegenwind, dann haben wir das sein lassen. So, ne? Was die anderen machen, interessiert uns natürlich auch, keine Frage, so, ne? Und aber im Wesentlichen wollen wir unseren eigenen Charakter unserer Spiele beibehalten und unsere eigene Qualität reinbringen ins Spiel. Das ist uns am wichtigsten. Genau. Deswegen gibt es immer so einen Bereich, wo wir sagen, da an den Stellen, das ist dann so ein Katalog an Dingen, an denen wollen wir uns treu bleiben. Ja. Und dann gibt es einen Bereich, in dem wir sagen, da wollen wir mal was Neues ausprobieren und was wagen. Und in diesem Bereich spielt dann eure Kritik zum Beispiel eine große Rolle. Also welche Features in der Vergangenheit wurden denn zum Beispiel von euch gemocht und gerne angenommen? Welche haben gut funktioniert? Und welche werden eher kritisiert und sind nicht gut angenommen werden oder sollen noch verändert werden? Also grundsätzlich ja, aber anders und solche Sachen. Und die sammeln wir dann und lassen die dann einfließen in die Dinge, von denen wir sagen, ja, es ist jetzt kein Riesengeheimnis, dass wir zum Beispiel Rollenspiele machen, ja. Aber wie weit kann man denn ein Rollenspiel abändern, so dass die Leute sagen, das ist eher, hat sich positiv entwickelt und nicht zum Schlechteren und neue Features kann man etablieren und welche würden denn Sinn machen und so weiter. Also so tasten wir uns quasi dann ran und dann gucken wir, was wir zeitlich schaffen. Ja, hast du eine Community-Frage? Ja, bestimmt. Also die Frage ist, programmiert ihr eigentlich in Deutsch oder Englisch? Programmieren wir in Deutsch oder Englisch? Also die Programmiersprachen sind immer Englisch. Und Programmieren ist also es gibt Menschen, die sagen, ihr programmiert die Spiele. Aber die Spiele sind eigentlich auch sehr viel Daten und künstlerische Dinge wie Texte schreiben oder, weil die sind ja deutsch. Also wir machen unsere Dialoge auf Deutsch, weil wir sind die Robot-Fantasy-Leute hier und da kommt auch das Robot-Deutsch da rein, völlig klar. Und das bauen wir auch so. Ich weiß, dass die meisten Teams, die ich so kenne, auch in Deutschland, englische Texte auch eher schreiben, ja, und nicht auf Deutsch. Weiß ich nicht. Ich stehe auf den Standpunkt, wir machen lustige Dialoge und wir sind keine Native Speaker Englisch so. Das heißt, das beste Ergebnis erzielen wir, indem wir das Deutsch machen. Gerade im Storybereich haben wir auch einen Shitload an Dialogen und Texten. 350.000 Wörter haben wir geschrieben bei Elex 2. So. Und da ist es einfach sinnvoll, wenn du das in deiner Muttersprache machst. Und das ist auch witziger und du bist schneller, du bist mehr auf den Punkt und deswegen schreiben wir auf Deutsch und designen den Story-Part und die Quests und die NPCs auch auf Deutsch. Aber das heißt nicht, dass deswegen alles Deutsch ist, ne? Wie zum Beispiel im Programmierbereich, da ist eher Englisch. Ja. Und deswegen ist das auch so ein Phänomen, das mir aufgefallen ist, während ich diesen Beruf ergriff, dass ich am Anfang ganz viele englische Begriffe irgendwie gehört habe und immer gedacht, was ist denn das und was bedeutet dies und jenes und bla. Und irgendwann habe ich das alles selber benutzt und merke das nicht mal mehr. Nee. Ja, weil es so durchmischt ist. Ne? Gerade wenn es in Richtung assimiliert worden. Tools geht, Werkzeuge, ja, die wir benutzen. Also das ist wirklich, ja, ich bin total assimiliert worden. Ne? Und wenn ihr mal was nicht versteht, dürft ihr ruhig fragen. Wir merken das manchmal nicht, wenn wir Fachbegriffe benutzen. Und für uns sind die selbstverständlich, für euch aber vielleicht nicht. Dann stellt einfach eure Fragen hier unten und wir werden sie bei Zeiten beantworten. Genau. Jetzt hatte ich noch einen Gedanken dazu. Was war die Frage? In welcher Sprache wir programmieren. So. Wo ist die Schnittkante? An welcher Stelle werden wir Englisch und wo sind wir Deutsch? Alle Begriffe, die ins Spiel wandern, die der Spieler zu Gesicht bekommt. Ja? Wie zum Beispiel, wie Fähigkeiten heißen oder wie Monster heißen oder deren Texte und so, da steht Deutsch. Aber das Game Design
und das Game Design Dokument, das ist Englisch. So, ja, das heißt, an der Stelle ist auch schon eine Schnittkante. Das heißt, die ID, das Ding, was ich eingebe, um es zu steuern von einem Monster, hat einen englischen Namen. Auf Deutsch heißt das Ding Wühler, auf Englisch heißt das Ding Mutant Wolf oder sowas in der Art. Ne? Das heißt also, da an der Stelle ist dann so schon die Schnittkante, wo es von Englisch auf Deutsch rüber schwappt. So, aber die Texte, die ihr zu Gesicht bekommt, in den entsprechenden Texten auf dem Bildschirm, das ist alles Deutsch. So, ja. Und das entwickeln wir auch auf Deutsch. Gibt auch Mischdinger, wie zum Beispiel haben eine Fraktion, die nennen wir die Outlaws. Ja. Finden wir auch nicht schlimm. So, ne? So allgemein gängige Dinge, die benutzen wir dann auch, ne? Wo jeder was mit anfangen kann, finden wir jetzt nicht so schlimm. Es gab damals noch dieses strikte Trennen von, es muss ganz deutsch sein und Denglisch findet man ganz furchtbar, aber mittlerweile, ja, es ist auch Jugendsprache sehr, sehr von englischen Begriffen geprägt und so weiter, dass solche Sachen wie Outlaws völlig normal sind. So, die man auch im normalen Gebrauch schon irgendwie benutzt und so. Und dass man da nicht unbedingt Wörter braucht oder so, das ist okay. Wir finden das okay. In dem Fall ja auch noch so ein Eigenname, Name der Gruppierung. Und so. Da darf das ruhig sein, weil man es dann als solches auch neu kennenlernt. Selbst wenn man jetzt nicht so gut Englisch kann, lernt man sehr schnell, das sind die Outlaws, ohne dass man jetzt irgendwie Englisch dafür können muss. So, es ist halt so irgendwie Bandits, nennen wir nicht Bandits, sondern die nennen wir die Banditen. Das ist so Fingerspitzengefühl. Das ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht mal beschreiben, warum wir Outlaws jetzt irgendwie Outlaws nennen und die Bandits jetzt Banditen so. Ja, es gibt nicht die Banditen. Ja. Das sind irgendwelche Banditen halt. Ja, das ist der Unterschied. Ja, gut. Schwer zu erklären, ne? Wo die Grenze ist, so Begrifflichkeiten oder so, aber arbeiten tun wir tatsächlich wie wir es gerade beschrieben haben. Genau. Okay. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Denglisch. Ich merke das wirklich oft nicht mehr. Ne? Ja, möchtest du mal Dinge morphen, ne? Merchen, genau. Morphen.